Willkommen bei der Fahrschule. Mein Name ist Soran, ich bin Fahrlehrer und dein Coach. Es geht hier heute um die zweite Fahrstunde, um das Hoch- und Runterschalten. Die erste Fahrstunde hatten wir ja letztes Mal hier in diesem Video. Kannst du dir nochmal angucken, falls du es noch nicht getan hast. Und jetzt ein kurzes Video, zweite Fahrstunde, nach unserem Plan, den wir dann am Ende abhaken. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Auf geht's! Wir schalten hoch. Ich drücke die Kupplung durch, schalte in den ersten Gang und fahre los. Guck mal, ich gebe direkt Gas, sobald ich am Schleifpunkt bin. Der Wagen fährt schneller los. Das habe ich dir in der ersten Fahrstunde erklärt, in einem anderen Video. Aber wann schalte ich hoch? Schauen wir mal aufs Cockpit, auf die Instrumententafel. Wir haben hier links die Geschwindigkeit, die da angezeigt wird in Kilometer pro Stunde. Und rechts haben wir den Drehzahlmesser. Der zeigt ja an, wie schnell sich der Motor dreht. Und zwar mal 1000 pro Minute. Also jetzt dreht sich der Motor etwas mehr als 2000 Umdrehungen pro Minute. Und wenn ich jetzt die Kupplung reindrücke und in den nächsten Gang schalte, also in den zweiten Gang, dann fällt die Drehzahl ein wenig runter. Jetzt befindet sie sich in dem Bereich zwischen 1000 und 2000 Umdrehungen. Je niedriger die Drehzahl ist, desto umweltfreundlicher fährt man. Denn je niedriger die Drehzahl ist, desto niedriger ist auch der Verbrauch. Im niedrigen Drehzahlbereich befindest du dich zwischen 1000 und 2000 Umdrehungen. Da fährt man noch umweltfreundlich. Das erreichst du, wenn du früh hochschaltest. Hier gelb eingezeichnet. Und wir sollten das späte Hochschalten vermeiden. Hier rot eingezeichnet. Ich bin's nochmal ganz kurz. Manchmal ist dieses späte Hochschalten nicht zu vermeiden. Ja, zum Beispiel, wenn du auf die Autobahn drauf fährst, musst du ganz stark beschleunigen und das geht nur, wenn man spät hochschaltet. Denn im oberen Drehzahlbereich hat der Motor mehr Kraft. Alles klar, weiter geht's. Doch wie ist der genaue Ablauf? Drück die Kupplung voll durch, wenn du hochschaltest. Gehst ein wenig vom Gas weg, dann schaltest du in den nächsten Gang, dann wieder ganz leicht Gas geben und die Kupplung langsam lösen. Löst du die Kupplung zu schnell, dann ruckelt das Auto ein wenig. Mit ein bisschen Übung findest du den perfekten Punkt zwischen bisschen Gas geben und langsam Kupplung lösen. So, ich befinde mich jetzt im zweiten Gang und gebe Gas, Kupplung voll durch. Dritte Gang rein, bisschen Gas dazu, langsam lösen und du siehst, die Drehzahl ist wieder runtergegangen. Dann gebe ich wieder Gas, Kupplung voll durchtreten, vierte Gang, Kupplung langsam lösen mit ein wenig Gas dazu. Und das Runterschalten funktioniert ja ähnlich. Ich befinde mich im vierten Gang. Gehe zunächst auf die Bremse, der Wagen wird langsamer und die Drehzahl geht runter. Jetzt ist es höchste Zeit, die Kupplung voll durchzutreten und zurückzuschalten. Denn viel langsamer kann sich der Motor nicht drehen. Und wenn du jetzt weiterhin bremst, dann musst du die Kupplung reintreten, sonst geht er dir aus. Also Kupplung voll durchtreten und zurückschalten in den dritten Gang. Kupplung wieder langsam lösen, damit der Wagen nicht so ruckelt. Jetzt könnte ich auch wieder Gas geben und weiterfahren. Und man sieht, die Drehzahl ist sehr niedrig. Und das ist das absolute Minimum der möglichen Drehzahl. Weniger geht nicht. So würde man auch untertourig fahren. Weniger Drehzahl, das bedeutet, der Wagen ist aus. Wenn ich jetzt weiter bremsen muss, muss ich sofort auch die Kupplung mit reindrücken. Zurückschalten in den zweiten Gang, ein bisschen Gas geben und die Kupplung langsam lösen. Hallo, ich bin's nochmal kurz. Guck mal, viele Fahrzeuge haben hier so eine Schaltempfehlung, wann du hoch- und runterschalten solltest. Ja, das ist ganz praktisch, dann kannst du nämlich ganz umweltfreundlich fahren, wenn du dich daran hältst. Ja, schau mal hier, Verbrauch 5,3 Liter pro 100 Kilometer. Ist doch nicht schlecht. Okay, weiter geht's. Ich bremse wieder leicht ab, drücke die Kupplung voll durch, schalte zurück in den ersten Gang, gebe leicht Gas
und die Kupplung ganz vorsichtig lösen, damit es nicht ruckelt. Ganz kurz, der erste Gang ist total empfindlich. Schalte nur in den ersten Gang, wenn du stehst oder wenn du weniger als 10 Kilometer pro Stunde fährst. Na, wenn du 15, 20 km/h fährst, zweiter Gang, alles gut. Weiter geht's. Okay, und diesen Handlungsablauf, den müsst ihr euch antrainieren und üben. Achte darauf, dass du früh vom Gas runtergehst, wenn du an eine rote Ampel ranfährst. Dann bremsen, zurückschalten den zweiten Gang, falls es doch grün wird. Wenn nicht, bleibst du stehen, schaltest den Leerlauf. Wenn du dann die Kupplung loslässt, dann geht der Motor aus. Das ist die Start-Stopp-Automatik. Und beim Automatikauto ist das alles viel einfacher. Da haben wir ja keine Kupplung. Wir drücken auf die Bremse, dann auf den Schalthebel den Knopf gedrückt halten und auf D stellen. Wenn du die Bremse loslässt, fängt der Wagen schon an zu fahren. Und zwar mit Schrittgeschwindigkeit. Gibst du Gas dazu, fährt er schneller und die Automatik schaltet automatisch hoch. Drückst du auf die Bremse, schaltet er automatisch runter und du kannst anhalten. Dazu benutzen wir immer nur den rechten Fuß. Der linke Fuß ist beim Automatikauto arbeitslos. Und niemals mit links bremsen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Jetzt können wir abhaken, dass du umweltfreundlich hoch und runter schalten kannst. Du weißt, wie der Drehzahlmesser funktioniert. Und du weißt auch, wie das mit dem Automatikauto funktioniert und worauf du achten musst. Na, immer den rechten Fuß benutzen, nie den linken. Okay, nicht vergessen, abonnieren und Glocke betätigen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, mach's gut.